Warum schreit mein Baby und wie kann ich es beruhigen? Das erfährst du in diesem Video. Kennst du das Gefühl, völlig erschöpft zu sein? Das Weinen deines Babys kommt dir ewig vor, du möchtest am liebsten mitweinen oder du wirst vielleicht sogar richtig wütend, du fühlst dich hilflos und wünschst dir ein entspanntes Baby. Du denkst vielleicht, dass Kinder im Idealfall niemals weinen. Ich möchte dir sagen, du bist die beste Mutter oder der beste Vater für dein Kind, auch wenn dein Baby weint. Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alissa, ich bin Mutter von 2 Kindern und seit 6 Jahren studierte Kindheitspädagogin. In diesem Video erzähle ich dir, welche Gründe es haben kann, warum dein Baby weint und vor allem spreche ich mit dir über eine Erkenntnis beim Weinen eines Babys, die 99% der Gesellschaft gar nicht richtig im Bewusstsein hat. Weinen ist das erste starke Gefühl, über das sich ein Baby ausdrücken kann. Babys nutzen das Weinen als eine Sprache und weshalb ein Baby weint, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Dr. Alisa Solter unterscheidet 2 Hauptgründe, warum Babys weinen. Zum einen ist das bedürfnisorientierte Weinen. Dein Baby braucht etwas. Es hat Hunger oder Durst, braucht eine frische Windel oder möchte deine Zuneigung. Es möchte gehalten werden, es hat Schmerzen oder ihm ist es zu warm oder zu kalt. Wichtig ist hierbei, das Bedürfnis deines Kindes so präzise und schnell wie möglich zu erfüllen. Dann beruhigt sich dein Kind. Doch es gibt noch einen zweiten Fall. Dein Kind lässt sich nicht beruhigen, auch nachdem du all seine Bedürfnisse erfüllt hast. Wir gehen dann innerlich als Eltern gedanklich meistens nochmal durch, was könnte es denn noch sein, und suchen nach vielen Gründen und merken dann vielleicht, unser Kind ist müde und gleichzeitig schläft es einfach nicht ein und es weint ununterbrochen weiter. Und genau das ist das Erzähl- oder Entlastungsweinen, was in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen ist. Diese Art des Weinen hilft deinem Baby, sich von Stress zu entlasten. Und bei uns Erwachsenen ist es ganz ähnlich. Wir Erwachsene können dadurch entlasten, dass wir einer vertrauten Person etwas erzählen, wie es uns geht oder was uns gerade auf dem Herzen liegt. Babys können das nicht. Sie sprechen über ihr Weinen. Hey Mama, hey Papa, das war so ein stressiger Tag heute. Hey Papa, wo warst du denn den ganzen Tag? Oder hey Mama, ich habe dich vermisst. Oder ich habe nach der Geburt euch gesucht. Ich war alleine, ich fühlte mich alleine und ich möchte euch einfach davon erzählen. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ihr seid gute Eltern, auch wenn euer Baby weint. Ihr seid gute Eltern, wenn ihr euer Baby liebevoll im Arm habt und es ihm erlaubt zu weinen. Lasst es bitte nicht alleine. Bleibt bei eurem Baby. Wenn einer von euch nicht mehr kann oder ihr alleinerziehend seid, holt euch unbedingt Unterstützung. Jemanden, der dir dein weinendes Baby abnimmt, bevor du all deine Kraft verlierst. Die wichtigste Botschaft ist, ihr seid gute Eltern, wenn ihr bei eurem Baby seid und es auf eurem Arm haltet. Auch wenn euer Baby nicht sofort mit dem Weinen aufhört. Denn dieses Weinen hört von selbst auf. Und zwar dann, wenn dein Kind alles erzählt hat, was es loswerden wollte. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich denken, ich halte das Weinen meines Babys kaum aus. Ich kann es doch nicht einfach weinen lassen. Und mir ging es zur Geburt meines ersten Sohnes vor 4 Jahren genauso. Denn das Weinen meines Kindes verunsicherte mich. Ich fühlte mich gestresst und hilflos. Mir flossen teilweise Tränen über mein Gesicht. Ich fragte mich dauernd, was hat mein Kind und wie kann ich meinem Kind helfen? In mir steckte der Glaubenssatz, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich mein Kind alle Zeit glücklich machen kann. Als ich dann über meine Hebamme zu diesem Wissen kam, dass Weinen von Babys auch zum Stressabbau genutzt wird, änderte sich natürlich nicht schlagartig meine Glaubenssätze. Und die beiden weit verbreiteten Irrtümer in unserer Gesellschaft, dass es etwas Schlechtes ist, wenn Babys weinen, und zweitens, dass Eltern in diesem Moment etwas falsch machen, das konnte ich trotzdem nicht sofort ablegen, bis ich dann auf die Bücher von Dr. Alisa Solter gestoßen bin. Eine Entwicklungspsychologin, die mehrere Bücher über das Weinen von Babys geschrieben hat. Zudem hat Dr. Solter einen einzigartigen Ansatz für Kinder entwickelt, um durch Weinen und Spielen zu entlasten, sprich Stress abzubauen. In diesem Zusammenhang hat sie auch die Philosophie des Aware Parenting entwickelt, eine Lebensphilosophie des bewussten Elternseins. Hätte ich ihr Buch Warum Babys weinen schon vor der Geburt meines ersten Sohnes gelesen,
Das hätte mir viel mehr Leichtigkeit im Umgang mit meinem Baby gebracht und viele Sorgen erspart. Seit einiger Zeit habe ich diese Philosophie des Aware Parenting in mein Leben übernommen und habe dadurch viele positive Veränderungen in meiner Familie erlebt. Ich spüre seither eine deutlich tiefere Verbindung zu meinen Kindern. Wie kannst du jetzt dieses Bewusstsein stärken, dass es in Ordnung ist, dein Kind beim Weinen zu begleiten und das Weinen deines Kindes zuzulassen? Hier ist es wichtig, dass du sofort gut nach dir schaust, was brauchst du, wie lange kannst du das Weinen aushalten, wann brauchst du eine Pause. Dein Partner kann sich zum Beispiel hinter dich setzen und dich halten oder seine Hände auf deinen Rücken legen. Oder du suchst dir eine bequeme Position und versuchst immer wieder tief durchzuatmen. Atemübungen können dir helfen, besser mit Stress umzugehen, der durch dein weinendes Baby bei dir ausgelöst wird. Und denk daran, deinem Kind geht es gut, wenn es weinen darf. Und der Moment, in dem dein Kind fertig ist mit Weinen und dich anschaut, dich angrinst oder danach friedlich einschläft, dieser Moment wird dir Mut machen. Hab Vertrauen, diesem Weg zu folgen. In meinem Wochenbett damals, vor 4 Jahren, erzählte mir meine Hebamme zum ersten Mal von diesem sogenannten Entlastungsweinen. Ein Begriff, der damals völlig neu für mich war. Sie war an meiner Seite, hielt mich liebevoll und gab mir die Kraft, meinem Sohn beizustehen, als er für mein Empfinden ununterbrochen und heftig weinte. Als er fertig mit Erzählen war, gab es diesen einen magischen Moment, als er mich anlächelte und danach entspannt und friedlich einschlief, wie er es noch nie zuvor gemacht hatte. Und das hat mich damals wirklich überwältigt. Gleichzeitig dauerte es eine Weile, bis ich die Tiefe dieses Konzepts wirklich verstanden habe. Durch ein Webinar mit Anke Eirich, der Begründerin des Deutschen Aware Parenting Institut, wurde mir klar, dass hinter dem Entlastungsweinen so viel mehr steckte. Bei ihr mache ich auch zurzeit meine Ausbildung zur Aware Parenting Familienberaterin. Bei Alisa Solder, der Begründerin der Aware Parenting Philosophie, habe ich dann schwarz auf weiß die Begründung für das bekommen, was meine Hebamme mir schon ganz früh in meinem Muttersein mitgab. Das Entlastungsweinen ist nicht nur ein Mittel für Babys, um Stress und Überreizung abzubauen. Es erinnerte uns auch daran, wie wichtig es ist, unseren Kindern zuzuhören, sie zu halten und ihnen in ihren emotionalen Momenten beizustehen. Wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib es doch einfach unten in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail. Ich freue mich auf weitere Videos mit dir. Bis bald, deine Alissa.